Die Städter. Preisen waren's. Saupreisen. Na dann, Vierte, wir sehen uns. Servus. Bitte. Den süßen kleinen Traktor mit Einachsanhänger habe ich von Busch. Unter der Artikelnummer 552 gibt es den orangen Allgeier A111L mit Anhänger und Figuren. Das Vorbild wurde ab Mitte der 50er Jahre produziert. Damit passt das Modell zeitlich sehr gut auf meine Modellbahnanlage. Denn sie stellt zwar den Übergang von Epoche 3 nach Epoche 4 dar, also den Zeitraum Ende der 60er Jahre. Aber wie man sieht, ist in dem Dorf Veltheim quasi die Zeit stehen geblieben und so verwundert es nicht, wenn ein gut 10 Jahre alter Trecker durch den Ort fährt. Der Traktor mit Anhänger ist aber gut verpackt, fest arretiert, dass er sich nicht bewegen oder beschädigt werden kann, aber auch leicht zu entnehmen, wenn man erst einmal weiß, wie es geht. Die Ladefläche des Hängers mit den Figuren drauf ist wohl nur aufgesteckt. Schauen wir mal, ob das im Betrieb ausreichend genug hält oder ob ich sie festkleben muss. Sehr schön, die Räder lassen sich ohne nennenswerten Widerstand drehen. Dieses nette kleine Gespann hat es mir von Beginn an angetan. Mit Erscheinen hatte ich bereits die Szenerie mit dem vorausfahrenden Trecker, drängendem PKW und bellendem Hund vor Augen. Für das bereits ab Werk sehr schön detailliert dargestellte Modell gibt es sogar noch eine Tüte mit Zurüstteilen. Einerseits weiß ich ehrlich gesagt auf Anhieb gar nicht, wo sie hingehören würden. Weder die Angaben auf der Verpackung noch die Bilder auf den Vertriebsseiten helfen hier wirklich weiter. Zudem ist mir das Gespann als Betriebsmodell, das sich bewegen soll und immer wieder in die Hand genommen werden muss, auch so schon filigran genug. Deshalb lege ich die Tüte mit den Zurüstteilen erst einmal auf die Seite. Da die Räder des Modells sehr leicht laufen und die Anhängekupplung dem Hänger ausreichend Bewegungsspielraum lässt, ist der Umbau für Magnorel denkbar einfach. Mit dem Handbohrer schaffe ich eine passende, dünne Aufnahme im Motorblock des Treckers. Fertig. In dieses Loch wird das hochgebogene Ende eines Schleifers gesteckt. Auf dieses mit grauer Farbe getarnte Ätzblech sind wiederum zwei winzige Magnete aufgeklebt, die über die Kette des Magnorel-Systems mitgeführt werden.
So kann das zierliche kleine Gefährt nun, wie von Geisterhand angetrieben, seine Runden über meine Modellbahnanlage drehen. Was mir allerdings nicht ganz so gut gefallen hat, ist die leuchtende, etwas plastik- oder spielzeughaft wirkende Farbe des Traktors. Aus diesem Grund habe ich ihn mit ganz wenig Acrylfarbe in Drybrush-Technik grau eingesaut. Keine 5 Minuten und das Modell wirkt um Jahre gealtert. Man kann sich bei der Patinierung sicher deutlich mehr Mühe geben. Aber auf der Anlage hat man das Modell, anders als im Video, nicht direkt vor der Nase, sondern man sieht es aus stets einer Entfernung von mindestens 60 cm Entfernung. Und dafür reicht mir diese Form der Schmalspuralterung vollkommen aus. Wenn man den Schleifer mit den beiden Magneten nun über deren Gegenstücke in der Kette des Magnorest-Systems positioniert und den Stift in das Loch im Motorblock zittert, kann das süße kleine Gespann nun über mein Layout fahren. Für die angedachte Szene wollte ich, dass der Anhänger mit dem aufmerksam wachenden Hund von einem PKW verfolgt wird. Um nicht immer die exakt gleiche Entfernung zwischen den beiden Fahrzeugen zu haben, kam für mich dafür nicht Magnoret in Frage, sondern ich habe eines meiner funkferngesteuerten Modelle von Carson eingesetzt. Dieses über die Modellbahnanlage zu steuern kann richtig viel Spaß machen. Wenn man allerdings versucht, einen mit verhältnismäßig geringer Geschwindigkeit fahrenden Traktor zu verfolgen, so ist das gar nicht so einfach. Das sieht man auch gut an den Outtakes. Einige der erfolglosen Versuche, die gewünschte Szene zu filmen, habe ich zum Abschluss dieses hoffentlich kurzweiligen Videos noch einmal zusammengeschnitten. Vielen Dank ansonsten für euren Besuch in meinem Hobbykeller. Wenn ihr weiter mitverfolgen wollt, wie meine ganz persönliche Modellbahn-Traumanlage entsteht, so lasst gerne ein Abo da und schaut euch ebenfalls die anderen Videos meiner entsprechenden Playliste an, die ich hier rechts verlinke. Ciao und pfiat euch, euer Jörg alias 1:87 Enthusiast.